Hallo und herzlich willkommen zurück bei Deutsch klingt. Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir etwas, das sich viele von euch gewünscht haben. Wir tauchen mal so richtig tief ein in den Wortschatz aus dem C1-Lehrbuch Fokus Deutsch. Mhm. Genauer gesagt, wir knöpfen uns die Liste der wichtigen Wörter aus der allerersten Lektion vor. Die auf Seite 29. Genau. Und diese Wörter sind extrem nützlich. Also für alles, was mit Beruf, Bewerbung, aber auch mit Charaktereigenschaften zu tun hat. Das ist wirklich der Wortschatz, der euch hilft, im Job zu überzeugen. Absolut. Wir gehen die Liste also Schritt für Schritt durch, erklären jedes Wort und geben euch Beispiele, die auch direkt aus der Lektion kommen. So bekommt alles einen Kontext. Ja, also, holt euch was zu schreiben, spitzt die Ohren und lasst uns direkt starten. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Abschnitt an. Wege in den Beruf. Perfekt. Da geht es ja um Eigenschaften, die für den beruflichen Erfolg wichtig sind. Und da gibt es direkt so eine interessante Wortgruppe am Anfang. Du meinst Beharrlichkeit, Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit. Genau die. Die klingen ja erstmal recht ähnlich. Alle beschreiben irgendwie Ausdauer, den Willen, ein Ziel nicht aufzugeben. Wo ist da der feine Unterschied? Das ist ein super wichtiger Punkt. Also Zielstrebigkeit ist am klarsten, denke ich. Man hat ein Ziel und verfolgt es konsequent. Richtig. Beharrlichkeit ist durchweg positiv. Es meint, dass man geduldig und ausdauernd an einer Sache dranbleibt, auch wenn es mal schwierig wird. Hartnäckigkeit dagegen kann auch eine leicht negative Note haben. Ah, okay. Inwiefern? Naja, stell dir vor, jemand lässt einfach nicht locker, obwohl du schon 3-mal Nein gesagt hast. Das kann dann als stur oder aufdringlich empfunden werden. Verstehe. Also Hartnäckigkeit mit Vorsicht genießen. Aber Zielstrebigkeit ist immer gut. Im Buch steht ja der Beispielsatz, für die Position als Junior Project Manager wird Zielstrebigkeit vorausgesetzt. Exakt. Und wer zielstrebig ist, der braucht auch Durchsetzungsvermögen. Klar. Also die Fähigkeit, die eigenen Ziele und Meinungen auch mal gegen Widerstände durchzusetzen. Ohne andere platt zu machen natürlich. Das ist die Kunst. Und dann kommt eine Gruppe von Wörtern, die ich total modern und wichtig finde. Storytelling, Verpacken und eine persönliche Note. Absolut. Hier geht es darum, Informationen nicht nur trocken zu präsentieren, sondern sie in eine interessante Geschichte zu verpacken. Damit sie besser im Gedächtnis haften. Eine tolle Wendung übrigens. Ja, oder? Ein Beispiel wäre, ein gutes Storytelling im Bewerbungsgespräch sorgt dafür, dass man dem Personaler positiv im Gedächtnis haftet. Man bleibt einfach im Kopf. Und die letzten Wörter aus dem Abschnitt sind dann noch Improvisation, Also spontan und ohne Vorbereitung handeln zu können. Know-how, was ja einfach das Fachwissen ist, Richtig? und Strebsamkeit. Das ist dieser starke Wunsch, erfolgreich zu sein und viel zu leisten. Genau. Wollen wir zum nächsten Abschnitt übergehen? Den Charaktereigenschaften. Unbedingt. Aber die Liste ist ja echt lang. Die ist riesig, das stimmt. Lass uns die mal ein bisschen gruppieren. Fangen wir doch mal mit den Eigenschaften an, die im Beruf meistens als positiv oder wünschenswert gelten. Okay. Da hätten wir zum Beispiel beflissen. Das ist ein anderes Wort für fleißig oder eifrig. Oder bodenständig. Bodenständig finde ich super. Das heißt, man ist realistisch, nicht abgehoben, steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Genau. Das signalisiert Verlässlichkeit. Und dann natürlich charismatisch, wenn jemand eine besondere Ausstrahlung hat. Oder auch ehrgeizig und gesellig. Und gewissenhaft? Das ist doch so ein urdeutsches Wort, oder? Absolut. Gewissenhaft heißt, man arbeitet sehr, sehr genau und sorgfältig. Das ist quasi das deutsche Arbeitsethos in einem Wort. Im Buch gibt es ja einen Text dazu, da könnte man sagen, bei meiner Arbeit lege ich besonderen Wert auf eine gewissenhafte Ausführung meiner Aufgaben. Perfekter Satz für jede Bewerbung. Weitere positive wären noch integer, also moralisch einwandfrei, loyal, wertorientiert und wissbegierig, jemand, der immer Neues lernen will. Okay, das war die Sonnenseite. Aber die Liste hat ja auch eine dunkle Seite. Oh ja. Also Eigenschaften, die man im Job lieber nicht an den Tag legen sollte. Zum Beispiel egozentrisch Nur auf sich selbst bezogen? oder hysterisch, impulsiv. Impulsiv ist interessant. Also aus einem Impuls heraus handeln, ohne nachzudenken.
Kann manchmal kreativ sein, aber im Business oft schwierig. Stimmt. Richtig übel wird's dann bei intrigant, also jemand, der Intrigen spinnt. Oder skrupellos. Ja. Oder narzisstisch, also selbstverliebt. Das Nomen dazu ist der Narzissmus. Und dann gibt es noch so die Nervensägen-Eigenschaften. Haha, was meinst du damit? Naja, sowas wie kleinkariert. Ah ja, pedantisch sein, sich auf unwichtige Details fixieren. Genau. Oder penibel, was ja übertrieben genau bedeutet. Und natürlich stur oder überheblich, also arrogant. Auch renitent, also widerspenstig, ist selten eine gute Eigenschaft im Team. Puh, eine ganze Liste an No-Gos. Gibt es auch was dazwischen? Also Eigenschaften, die je nach Situation gut oder schlecht sein können. Klar, eigenwillig zum Beispiel, das kann heißen, du bist kreativ und gehst neue Wege, was super ist. Es kann aber auch als stur ausgelegt werden. Kommt auf den Kontext an. Absolut. Oder introvertiert. Das Gegenteil von Extroversion. Früher galt das als Schwäche, heute weiß man, dass Introvertierte oft super konzentriert und analytisch arbeiten. Beides ist einfach die Ausprägung einer Persönlichkeit. Verstehe. Und dann haben wir noch die Redewendung einen Hang haben zu. Genau, das bedeutet eine Neigung oder Vorliebe für etwas haben. Man könnte sagen, er hat einen Hang zum Perfektionismus. Das kann gut und schlecht sein. Und zu guter Letzt noch die Verlässlichkeit. Das ist ja quasi das Ziel von den meisten positiven Eigenschaften. Richtig, darauf läuft's hinaus. Super, dann lass uns mal die Perspektive wechseln. Abschnitt C. Wir suchen, wir bieten. Also die Sprache von Stellenanzeigen. Ja, sehr gut. Da fängt es ja oft mit sehr formellen Wörtern aus dem HR-Bereich an. Rekrutierung oder der Personalbeschaffungsprozess. Das klingt erstmal kompliziert, beschreibt aber einfach nur den ganzen Prozess, wie eine Firma neue Mitarbeiter sucht und einstellt. Und wenn in diesem Prozess eine Stelle unbesetzt ist, dann ist sie Vakant, genau. Das ist das Schlüsselwort. Und oft steht dabei, ob die Arbeit vor Ort, also im Büro, stattfindet. In den Anzeigen liest man ja auch ständig von Soft Skills. Ja, das sind die überfachlichen Kompetenzen, also alles, was nicht reines Flachwissen ist. Empathie, Kollegialität, Kommunikationsfähigkeit. Also im Grunde die ganze Liste B, die wir gerade besprochen haben. Quasi, ja. Und oft steht bei einer Anforderung das Wort wünschenswert dabei. Das ist ein wichtiges Signal, oder? Total! Wünschenswert heißt, hey, es wäre toll, wenn du das kannst, aber wenn nicht, bewirb dich trotzdem. Es ist keine Pflicht. Okay, gut zu wissen. Was Unternehmen aber immer wollen, ist Belastbarkeit. Die Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Absolut. Und sie legen Wert auf bestimmte Dinge, zum Beispiel, wir legen Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit. Damit zeigen sie ihre Firmenkultur. Das Ziel von dem Ganzen ist ja, dass die Firma sich ein Urteil bilden über den Bewerber kann. Oder, noch schöner formuliert, ein vollständiges Bild gewinnen von ihm. Man will den ganzen Menschen sehen, nicht nur den Lebenslauf. Okay, und was ist mit den eher sachlichen Begriffen? Ich sehe hier Abgabetermin. Ja, die Deadline oder Budgetplanung und Projektcontrolling, das sind dann die Hard Skills, die man für bestimmte Jobs braucht. Und dann gibt es zwei Verben, die das Arbeitsklima beschreiben. Beflügeln. Was stark motivieren bedeutet. Und das Gegenteil. Jemanden unter Druck setzen. Genau. Und um ein gutes Klima zu schaffen, braucht man eben Empathie, also Mitgefühl und Kollegialität. Und oft auch Verhandlungsgeschick. Puh, das waren jetzt viele Wörter aus den Anzeigen. Lass uns schnell zu den letzten beiden Abschnitten kommen. Das Bewerbungsschreiben und der erste Eindruck. Die sind kürzer. Gerne. In Abschnitt D haben wir die Entlohnung. Das ist einfach ein sehr formelles Wort für Gehalt oder Bezahlung. Und die Wendung verbunden mit? Wie benutzt man die? Oft, um Kosten oder Anstrengungen zu beschreiben. Zum Beispiel, die Reise ist mit hohen Kosten verbunden. Oder das Projekt war mit großem Aufwand verbunden. Alles klar. Und jetzt zum Finale. Der erste Eindruck. Da gibt's eine tolle Redewendung. Das ist die halbe Miete. Oh, die liebe ich. Die bedeutet, dass ein wichtiger Schritt zum Erfolg schon geschafft ist. Also zum Beispiel, eine gute Vorbereitung auf das Gespräch ist schon die halbe Miete. Genau. Wenn du das gemacht hast, hast du schon halb gewonnen. Aber Achtung, Man kann immer noch in ein Fettnäpfchen treten. was für ein herrliches Bild, oder? Ein Fettnäpfchen ist so ein vermeidbarer, peinlicher Fehler. Im Buch steht das Beispiel, typische Fettnäpfchen bei der Bewerbung sind zum Beispiel unpassende Kleidung oder zu spät zu kommen. Genau, das will man vermeiden.
Genauso wie man vermeiden will, auswendig Gelerntes nachzubeten oder zu plappern wie ein Papagei. Man soll ja authentisch sein. Aber Fehler, also Pannen, können trotzdem passieren, oder? Klar. Und das ist auch gar nicht schlimm. Der Stift fällt runter, man verhaspelt sich. Wichtig ist, wie man damit umgeht. Kurz lächeln, korrigieren, weitermachen. Das zeigt Souveränität. Wow, das war jetzt echt eine komplette Reise. Von der Rekrutierung bis zur Panne im Interview. Ich finde, so im Kontext kann man sich die Wörter viel besser merken. Das ist das Ziel, ja? Wir hoffen, das hilft euch, diese Wörter auch wirklich aktiv zu benutzen. Versucht doch mal, das eine oder andere demnächst bewusst einzubauen. Ihr werdet sehen, das macht wirklich einen Unterschied. Auf jeden Fall. Und zum Abschluss haben wir noch eine Frage für euch zum Nachdenken. Welche der besprochenen Charaktereigenschaften, die vielleicht auf den ersten Blick negativ wirkt, also sowas wie eigenwillig oder vielleicht sogar ein bisschen stur, habt ihr schon mal als eine Stärke im Beruf einsetzen können? Das ist eine super spannende Frage. Manchmal ist ja gerade der Hang zu etwas, was als Schwäche gilt, die Eigenschaft, die ein Projekt rettet. Wenn euch diese Art der Wortschatzanalyse gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und ganz wichtig, abonniert unseren YouTube-Kanal Deutsch klingt, damit ihr keine weitere Lektion verpasst. Schreibt uns eure Gedanken zu der Frage gerne in die Kommentare. Wir lesen sie wirklich alle. Wir freuen uns drauf. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg beim Lernen.